4,5 Millionen Quadratkilometer. Das ist die Größe der EU. Circa 40% dieser Fläche wird landwirtschaftlich genutzt. Sie ist nicht nur Grundlage für unsere Ernährung, sondern auch Lebensraum für etliche Tier- und Pflanzenarten. Doch wir beobachten einen nie dagewesenen Verlust der biologischen Vielfalt. Wir befinden uns in einer Biodiversitätskrise, dem 6. Massenaussterben der Erdgeschichte, ausgelöst durch den Menschen. Der Feldhamster ist eines der besten Beispiele für eine Art, die als Kulturfolger einst von der Landwirtschaft profitierte und nun weltweit vom Aussterben bedroht ist. Bereits in wenigen Jahren könnten Feldhamster ganz aus der freien Natur verschwunden sein. Und das bin ich, David. Ich bin Ökologe und Filmemacher. 3 Jahre lang habe ich mich auf die Suche nach den weltweit letzten Feldhamstern gemacht. Dabei wollte ich nicht nur mehr über ihre Lebensweise erfahren, sondern auch herausfinden, warum diese Art so akut vom Aussterben bedroht ist und ob es noch eine Chance für ihr Überleben gibt. Werde ich es schaffen, die letzten Populationen zu finden und Aufnahmen zu machen, die es so bisher noch nie gab? Es ist Frühling. Das Getreide ist gerade erst wenige Zentimeter hoch und eignet sich deshalb gut zur Suche nach Feldhamsterbauen. Bereits im zeitigen Frühjahr bin ich auf der Suche nach geöffneten Fallröhren der Hamster. Meine Suche beginne ich in Deutschland, im Bundesland Thüringen, doch ich plane noch in etlichen weiteren Ländern und Orten nach der bedrohten Art zu suchen. Am Feldrand sind in den Obstbäumen Insekten fleißig auf der Suche nach Pollen und Nektar. Als Bestäuber spielen sie im Ökosystem eine wichtige Rolle. Doch nicht nur am Feldrand ist bereits der Frühling eingekehrt. Auch im Feld regt sich etwas. Nach einer Überwinterungsdauer von im Durchschnitt 6 Monaten öffnen Feldhamster je nach Region und Tier zwischen Anfang März und Ende Mai ihre Winterbaue. Oft minutenlang verharren die Hamster in dieser Zeit im Frühling horchend und schnuppernd im Baueingang. In den ersten Tagen verbringt die Feldhamster nach wie vor viel Zeit in ihren Erdbauen. Fühlen sie sich an der Erdoberfläche sicher genug, kann man in seltenen Fällen auch am Tag die Körperpflege beobachten. Nicht alle Tiere haben den Winter überlebt. Nur circa die Hälfte der Feldhamster überstehen die kalte Jahreszeit unter der Erde. Während der Winterruhe verlieren Feldhamster bis zu 30% ihrer Körpermasse. Deswegen ist es nach dem ersten Verlassen des Baus im Frühjahr besonders wichtig, wieder viel Nahrung zu sich zu nehmen. Feldhamster ernähren sich vorwiegend vegetarisch. Als erstes Futter dienen vor allem Grünpflanzen aus der unmittelbaren Umgebung des Baus. Gerade einmal 40 Kilokalorien braucht ein Hamster am Tag in seiner aktivsten Phase. Beim Fressen verlassen die Tiere den Baueingang nur so weit wie nötig. Entweder ist für sie die kurze Fluchtdistanz zum Bau wichtiger als die Deckung vor Greifvögeln, oder sie fressen wie zum Beispiel Präriehunde gezielt die Pflanzen in Baunähe, um mögliche Prädatoren schneller zu sehen. Selbst aus großer Höhe sind die Fraßkreise um den geöffneten Winterbau noch gut zu erkennen. Deshalb sollte sich für mich das Kartieren aus der Luft als eine der Standardmethoden zum Auffinden von Feldhamsterbauen etablieren. Notgedrungen trauen sich die Feldhamster mit jedem Tag ein Stückchen mehr aus ihrem Bau, denn bald ist aus dem Eingang heraus kein Halt mehr zu erreichen. Zunächst verharren sie noch direkt auf dem Baueingang, um möglichst schnell flüchten zu können. Dabei wird auf jede Bewegung und die Gerüche im Umkreis geachtet. Dicht an den Boden gepresst, vergrößern sie zunehmend ihren Umkreis zur Nahrungssuche und verschwinden nun im Feld. Doch wer sich weit von seinem Bau entfernt, muss im Notfall auch schnell wieder zurück.
Meist im Trab oder Galopp sprinten die Hamster mit den gesammelten Grünvorräten zurück zum Bau. Je dicker die Hamsterbacken sind, umso schwieriger wird es, schnell in die Fallröhre zu kommen. Sitzt der Hamster noch im Baueingang, gibt es den klassischen Rückwärtsgang. Oder den schnelleren und spektakuläreren Kopfsprung. Wenn ich einen Feldhamster vor der Kamera habe, kann ich alles um mich herum vergessen und bin völlig vertieft in meine Arbeit. Auch gelegentliche Besucher wie Feldhasen oder Fasane fallen mir dann kaum noch auf. Der charakteristische Revierruf des Hahns ist besonders zur Fortpflanzungszeit zu hören. Noch seltener als normal bunt gefärbte Feldhamster sind die sogenannten melanistischen Feldhamster. Diese haben schwarzes Fell mit wenigen weißen Stellen an der Schnauze, der Brust und den Vorderpfoten. Der Schwarzhamster kommt hauptsächlich nur noch in Mitteldeutschland in Thüringen und dann erst wieder in Russland vor. Auf den Flächen, auf denen ich in Mitteldeutschland arbeite, kommen zu ca. 1/3 Schwarzhamster, 1/3 bunte Hamster und zu 1/3 Hamster unbekannter Färbung vor. Melanistische Feldhamster sind keine eigene Unterart und können sich normal mit dem bunt gefärbten Feldhamster fortpflanzen. Dabei wird die schwarze Variante dominant vererbt. Für die Tiere bedeutet die Schwarzfärbung kein Fitnessnachteil und es kommt zu keiner ökologischen Isolation. Obwohl der Melanismus dominant vererbt wird, sind Nachweise schwarzer Feldhamster rückläufig und nur auf wenige Gebiete begrenzt. Andere Farbvarianten treten meist nur als Einzelexemplare auf. Für mich ist es immer etwas Besonderes, wenn ich melanistische Feldhamster über längere Zeit beobachten kann. Dieser noch recht junge Schwarzhamster kommt über einige Wochen immer wieder pünktlich zwischen 7 und 8 Uhr aus seinem Bau, um Tau zu trinken. Ich verbringe Stunden und Tage lang wartend auf den Feldern, oft auch nur ohne einen Hamster vor die Kamera zu bekommen. Eine willkommene Abwechslung sind dabei Feldhasen für mich. Ähnlich wie Feldhamster waren auch sie einst Gewinner der Kulturlandschaft. Doch die intensivierte Landwirtschaft hat den Bestand in vielen Teilen Europas stark abnehmen lassen. In Deutschland ist der Feldhase auf der roten Liste als gefährdet eingestuft. Trotzdem wird er weiterhin bejagt. Der Feldhase und der Feldhamster stehen hier nur stellvertretend für viele weitere Arten im Lebensraum Feld, deren Bestandszahlen immer weiter rückläufig sind und dringend aktiv geschützt werden müssten. Feldhamster bevorzugen kontinentales Klima und haben spezielle Ansprüche an die Beschaffenheit des Bodens. Sie benötigen ausreichend Lehm- und Lössauflagerungen. Schwarzerden aus Löss eignen sich für den Feldhamster sehr gut, um tiefreichende und dauerhafte Bausysteme anzulegen. Für Winterbaue bevorzugt der Feldhamster gut grabbare Lehme, weil sie weniger einsturzgefährdet sind. Regenwürmer, Steppenmurmeltiere oder Feldhamster nehmen selbst eine wichtige Rolle bei der Bildung von Schwarzerden ein. In seiner größten Ausbreitung Mitte des 20. Jahrhunderts kam der Feldhamster einst von Belgien und Frankreich im Westen bis zu seiner östlichen Verbreitungsgrenze in Russland und China vor. Hier besiedelt er in einem großen Gürtel Ebenen- und Hügellandschaften mit geeigneten Böden und Klima. Aus allen öffentlich verfügbaren Daten habe ich die derzeit aktuellste Verbreitungskarte des Feldhamsters erstellt. Hier wird ersichtlich, dass die Bestände auf ein Minimum eingebrochen sind. In Europa sind die Individuenzahlen zum Beispiel um mehr als 75% zurückgegangen.
Deshalb wird der Feldhamster nun nicht mehr nur in einzelnen Ländern, sondern weltweit als vom Aussterben bedroht eingestuft. Aufgrund dieser starken Gefährdung ist es unglaublich wichtig, einen Überblick zu haben, wo überhaupt noch wie viele Hamster vorkommen. Auch deshalb bin ich im Frühjahr mit dem Feldhamster-Experten Steffen Adler unterwegs zum Kartieren von Feldhamsterbauen. Feldhamster legen sowohl Sommer- als auch Winterbaue an. Der Winterbau des Feldhamsters hat in der Regel nur eine Fallröhre. Bei ausgewachsenen Tieren beträgt der Röhrendurchmesser im Durchschnitt ca. 6 bis 10 cm, bei Jungtieren 4 bis 6 cm. Winterbaue können dabei in bis zu 2 Metern Tiefe liegen. Beim Kartieren nehmen wir die Koordinaten, genauso wie Tiefe und Durchmesser sowie weitere Daten zum Bau auf. Anhand der geöffneten Winterbaue ist aufgrund von nur einer Öffnung eine gute Abschätzung der aktuellen Populationsgröße möglich. Denn jeder geöffnete Bau steht für ein Individuum, welches den Winter überlebt hat. Im Gespräch frage ich Steffen Adler, wie er als Artexperte die Situation des Feldhamsters einschätzt. In der Fläche haben wir den Feldhamster in weiten Teilen bereits verloren und dort wird er von alleine nicht zurückkommen. Wir haben eine rechtliche Verpflichtung zur Erhaltung dieser Tierart. Also die Förderprogramme, die Fördermaßnahmen und damit natürlich Hilfe und Unterstützung für den Feldhamster basiert nach wie vor auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Wir sehen ja anhand der aktuellen Bestandssituation, dass das nicht dazu geführt hat, dass sich etwas verändert. Das Gegenteil ist der Fall. Ich denke, es ist an der Zeit, verpflichtend Maßnahmen umsetzen zu lassen. Ich frage ihn, wen er hier in der Verantwortung sieht. Wir brauchen den klaren politischen Willen, diese Tierart erhalten zu wollen. Das ist Sache des Landes, des Freistaates, des Ministeriums. Wir haben Vollzugsinstrumente. Das ist Sache der unteren Behörden vor Ort, beispielsweise im Rahmen dieser Anordnung Bewirtschaftungsvorgaben zu machen. Und wir haben natürlich unsere wichtigsten Mitspieler, die Landwirtschaft. Und hier sehe ich eigentlich eine Zusammenarbeit von Naturschutz und Landwirtschaft auf Augenhöhe. Hier sollte man das Signal setzen, wir wollen hier wirklich Naturschutz auch mit den Betrieben gemeinsam machen und eine Struktur etablieren, wo das auch möglich wird. Politischer Willen, verpflichtende Vorgaben und eine Umsetzung von Schutzmaßnahmen zusammen mit der Landwirtschaft. Steffen Adler macht deutlich, wie dringend der Handlungsbedarf ist. Für den Feldhamster sind Nahrung und Deckung vor Beutegreifern essentiell für ihr unmittelbares Überleben. Beides finden sie oft in unserer Agrarlandschaft nicht mehr. Ein Beispiel hierfür sind diese riesigen leeren Felder. Später wird auf diesen Flächen wahrscheinlich Mais stehen. Ein Hamster, welcher hier aus dem Winterschlaf erwacht, findet soweit das Auge reicht kein Halm Nahrung oder Deckung. Die Tiere auf solchen Flächen verhungern, verdursten oder werden von Greifvögeln weggefangen. Und so kann man auf diesem Feld exemplarisch sehen, was auch auf vielen anderen Flächen Realität ist. Einst gab es hier noch über 30 Feldhamster-Winterbaue. Innerhalb von nur 6 Jahren ist der Feldhamster auf dieser Fläche ausgestorben. Es gibt eine Vielzahl von Räubern, welche den Feldhamster als Beute nutzen. Neben Füchsen sind Feldhamster auch als Beute von Dachs, Mauswiesel, Hermelin und Iltis belegt. Während die Prädation durch Wildtiere ein normaler Vorgang ist, kann ich auch Hauskatzen beim Ablaufen von Feldhamsterbauen beobachten. Diese können wie auch Haushunde Hamstern gefährlich werden. Doch besonders Greifvögel spielen als Räuber des Feldhamsters eine entscheidende Rolle. Auf den Flächen, auf denen ich in Mitteldeutschland arbeite, überleben nach meinen Untersuchungen wahrscheinlich ca. 2/3 der Tiere den Frühling nicht. Vermutlich überwiegend aufgrund von Prädation. Räuber- und Beutebeziehungen sind ein essentieller Bestandteil jedes Ökosystems. Dennoch sind mir die Feldhamster, welche ich zum Teil über Wochen beobachte, ans Herz gewachsen. Und obwohl solche Bilder absolut einmalig sind, machen sie mich dennoch traurig. Rabenvögel wie Saat- und Rabenkrähe können ausgewachsenen Feldhamstern eigentlich nicht gefährlich werden. Doch sicher ist sicher. Obwohl jeder Gang gefährlich ist, bleibt die Nahrungssuche stets unabdingbar. Doch wenn sich 2 streiten, freut sich der 3.
Vermutlich nur durch die Störung der Rabenkrähe kann der Hamster aus den Fängen des Bussards entkommen. Und der Bussard schaut in die Röhre. Ich greife auf eine meiner bewährten Methoden zurück. Vor einigen ausgewählten Bauen, welche ich bereits seit einiger Zeit mit Wildkameras beobachte, installiere ich zusätzlich automatisierte Kameras. Diese starten bei Bewegung die Aufnahme und können mir mehr über das Aktivitätsverhalten der Hamster zeigen. Durch spezielle Umbauten und Infrarotscheinwerfer kann ich auch Nachtaufnahmen anfertigen. Bis ich erste Ergebnisse bekomme, wird es ein wenig dauern. Deshalb habe ich mich zu einem Gespräch verabredet. Wesentliche Strukturen der Landwirtschaft in Europa sind durch die gemeinsame EU-Agrarpolitik vorgegeben. Ich möchte besser verstehen, warum die EU trotz internationalem Schutzauftrag kaum etwas zur Rettung des Feldhamsters tut. Dazu treffe ich Martin Häusling, Europaabgeordneter und agrarpolitischer Sprecher der Grünen EVA im Europaparlament. Die Mauer, gegen die man läuft, ist sozusagen die generelle Ausrichtung der Agrarpolitik. Wir haben in der EU verschiedene Politikbereiche, die gegeneinander laufen und die auch nicht miteinander vereinbar sind. Also klassisch in der Agrarpolitik, bei uns werden 70% der Gelder dafür ausgegeben, intensiv zu produzieren und 30% der Gelder, um das wieder quasi zu korrigieren. Das ist keine zielgerichtete Politik. Wir können nicht eine Agrarpolitik weiterhin betreiben, die sozusagen auf Masse und Export orientiert ist und auf der anderen Seite eine Biodiversitätsstrategie entwickeln, die sagt, wir müssen wieder mehr Artenvielfalt in die Agrarkulturlandschaft holen. Das funktioniert nicht. Wir brauchen eine Agrarpolitik, also nicht zwei Säulen, sondern eine einzige Säule. Und da muss ganz klar sein, der Bauer wird bezahlt, wenn er umweltfreundlich wirtschaftet, und dafür soll er auch honoriert werden. Also all das, was die Gesellschaft ihn über die Preise der Nahrungsmittel nicht honoriert, das muss man dann über solche Maßnahmen dann auch ausgleichen. Und wenn sich eine Förderpolitik der Europäischen Union an den beiden Maßstäben biologisch und regional orientieren würde, hätten wir sofort eine ganz andere Landwirtschaft. Doch das tut sie nicht. Wie Martin Häusling mir erklärt hat, fokussiert die Agrarpolitik der EU gegenwärtig auf die Steigerung von Erträgen, anstatt den Schutz bedrohter Arten. Und nicht nur das, sie macht auch äußerst fragwürdige Ausnahmen. Ich bin auf dem Weg nach Ungarn. Vorbei an der Donau fahre ich weit in den Osten des Landes. Schon im Vorbeifahren sind für mich die vielen Tiere, welche mir hier auf den Feldern begegnen, auffällig. Neben Feldhasen und Rehen gibt es zahlreiche Vögel. Überall begegnen mir Fasane. Die Feldhamster hier im Osten Europas erwachen ca. 3 Wochen eher als die mitteldeutschen Hamster aus dem Winterschlaf. Eigentlich bin ich mit der Erwartung nach Ungarn gekommen, dass es hier noch viele Feldhamster geben soll. Denn Ungarn ist das einzige Land in der EU, in welchem heute, trotz des Aussterbens der Art, Feldhamster noch bejagt werden dürfen. Bei mehr als 2 Bauen pro Hektar dürfen vom 1. März bis 31. Mai Hamster genehmigungsfrei bejagt werden. Außerhalb dieser Zeit ist mit einer Genehmigung ebenfalls eine Bejagung möglich. Doch Aufnahmen wie diese sind inzwischen auch in Ungarn extrem selten geworden. Seltener vielleicht sogar als in Deutschland. An nur ganz wenigen Orten kann man in Ungarn noch Feldhamster finden. Diese Hamster gehören vielleicht zur letzten momentan noch überlebensfähigen Population in Ungarn.
Zusammen mit meinem Team konnte ich hier in Ungarn den letzten kommerziellen Feldhamsterjäger Europas ausfindig machen. Für Levi Miklos sind Feldhamster, wie für viele andere Ungarn auch, in erster Linie Schädlinge, die bekämpft werden müssen. Die Feldhamsterpopulationen in Osteuropa bildeten einst einen wesentlichen Anteil an der Gesamtpopulation des Feldhamsters. Noch vor wenigen Jahren soll es hier so viele Hamster gegeben haben, dass sich Levi Miklos hauptberuflich auf die Hamsterjagd spezialisieren konnte. Doch mittlerweile ist auch das Geschäft von Levi Miklos nicht mehr das gleiche wie einst. Der Pelzmarkt ist zusammengebrochen. Als Ursache dafür hat Levi Miklos seine ganz eigene Theorie. Tulajdonképpen a 2010-es évek elején kezdődött, amikor olyan szinten megerősödött a zöldek, elsősorban Németországban, hogy radikális módszerekhez folyamodtak az aktivistájaik, és tönkretették a szőrmekereskedők. Egész iparág épült a szőrmepiacra Magyarországon. Abban az időben éves szinten 3-4 millió hörcsök került feldolgozásra. Hát ehhez megvoltak akkor a megfelelő rendszerek, infrastruktúra, minden adott volt hozzá, és egy jó exportbevételt biztosított az országnak. Im Vergleich dazu werden heute seinen Angaben zufolge maximal noch 15.000 Hamster jährlich in Ungarn verarbeitet. Heute bekommt er für ein Hamsterfell zwischen 50 und 300 Forint. Dies entspricht etwa 13 bis 77 Cent. Dies ist für ihn nicht mehr wirtschaftlich. Die Landwirtschaft Ungarns hat in den letzten Jahrzehnten einen Wandel durchlaufen. Immer wieder fallen mir die vielen verlassenen Höfe in der Landschaft auf. Sie sind ein Zeugnis der Landwirtschaftskrise in Ungarn Ende der 1980er Jahre. Im Zuge des politischen Umbruchs 1990 und der Einführung der Marktwirtschaft gab es erhebliche Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Preise wurden liberalisiert und es gab eine neue Landreform. Subventionen fielen genauso weg wie Märkte in ehemals sozialistischen Nachbarländern. Und so sank die Anzahl der Beschäftigten im Agrarsektor auf die Hälfte. Darum wurden viele solcher kleinen Höfe aufgegeben. Heute ist auch hier in Ungarn längst die Industrialisierung in der Landwirtschaft angekommen. Nach Zusammenbruch des Pelzmarktes stellte Levi Miklos sein Geschäft, die Hamsterjagd, als Dienstleistung für Landwirte um. Mit neuesten Methoden geht er mittlerweile mit seinen Mitarbeitern auf Hamsterjagd. Verschiedene Drohnensysteme helfen ihm bei der Suche nach den Bauen. Eine Methode, welche wir für die Baukartierung zum Schutz des Hamsters einsetzen, wird von dem Hamsterjäger zur Bejagung der Art verwendet. Mithilfe solcher mechanischer Fallen geht er weiter auf Hamsterjagd. Läuft ein Hamster durch die Falle, wird er durch einen gespannten Draht stranguliert. Die Fallen werden direkt in die Röhren des Hamsterbaus eingesetzt und dann gespannt. Nach Miklos' Angaben kommen in Ungarn immer noch heftige und zum Teil illegale Chemikalien zum Einsatz, um Hamster zu vergiften, mit zum Teil verheerenden Auswirkungen auf das Ökosystem. Aus diesem Grund legt Levi Miklos viel Wert darauf zu betonen, dass er nur mechanische Fallen zur Hamsterjagd einsetzt. Um die Fallen wiederzufinden, werden sie mit kleinen Fähnchen markiert. Doch 2019 bemerkte der Hamsterfänger plötzlich eine Veränderung in der Population. Tulajdonképpen 2019-ben vettük észre, hogy egy nagyon komoly leszállóágba került a hörcsök 3 megyébe. Békés, Csongrád és Szolnok megyébe. Tehát olyan szinten lecsökkent, hogy az előző évhez képest megközelítőleg 2/3 csökkent az állomány. Tehát míg mondjuk 17-ben tudtunk levadászni megközelítőleg 35-40 ezer darabot, anélkül, hogy tehát írtásnak minősült volna. Úgyhogy itt tartunk most, hogy gyakorlatilag 6 megyébe kipusztuló félben van a hörcsög, még Hajdú-Bihar megyébe
foltokba meg lehet találni. Mittlerweile muss auch Liwei Miklosz der Realität ins Auge blicken. Es gibt kaum noch Hamster zum Jagen. Er musste sein Geschäft 2021 aufgeben und ist nun hauptberuflich in einer anderen Branche tätig. Nur ein Jahr nach diesem Interview hat sich die Situation noch einmal drastisch verschärft. Der massive Zusammenbruch der ungarischen Bestände 2021 und 2022 zeigt, wie schnell die Art lokal tatsächlich aussterben kann. In mehreren Exkursionen über 2 Jahre hinweg konnte ich mir ein umfassendes Bild über die Situation in Ungarn machen. Mich macht es extrem nachdenklich. Nicht nur, dass Feldhamster hier in Ungarn nach wie vor noch legal bejagt oder illegal vergiftet werden, sondern auch, wie drastisch der Populationsrückgang selbst hier in Osteuropa zu sein scheint. Tagelange Kartierungen und weite Fahrten durch das Land. Die Hamstersuche hier im Osten Europas war extrem schwierig. Womöglich habe ich die letzten Feldhamster Ungarns finden und filmen können. Zurück in Deutschland ist der Frühling schon weit fortgeschritten und der Raps steht in voller Blüte. Die Feldkulturen sind gewachsen. Eine klassische Kartierung wäre jetzt nicht mehr möglich. Nur meine Kameras an den noch bewohnten Hamsterbauen geben Einblicke in das verborgene Dickicht. Das höhere Getreide bietet den Hamstern nun gute Deckung. Der Prädationsdruck ist geringer als noch zu Beginn des Frühlings. Feldhamster sind in ihrer Ernährung recht anspruchslos, fressen das, was sie finden und zeigen keine Spezialisierung. Wichtig ist, dass sie überhaupt etwas finden. Ausschlaggebend für die vorherrschende Ernährung ist dabei natürlich die unmittelbare Bepflanzung der Felder, auf denen der Hamster gerade lebt. Laut Experten kommt es durch die immer größeren Feldschläge vermehrt zu Mangelernährung. Diese könnte auch eine mögliche Ursache für den Reproduktionsrückgang in den letzten Jahrzehnten sein. Gefressen wird nur selten außerhalb des Baus. Meist werden die Backentaschen vollgestopft und die Nahrung dann in den Bau getragen, wo sie in Sicherheit gefressen werden kann. Die Backentaschen können dabei das Volumen des Kopfes verdoppeln. Größere Nahrungsstücke wie Maiskolben oder Rüben schleifen die Hamster entweder rückwärts oder tragen sie vorwärts zum Bau. Fellpflege und sich putzen gehören zum Komfortverhalten des Feldhamsters. Über Wochen und Monate hinweg dokumentiere ich akribisch die Aktivitätszeiten jedes einzelnen Hamsters auf der Fläche. Oft heißt es, Feldhamster seien nur oder überwiegend dämmerungs- und nachtaktiv. Doch ich kann auch eine Vielzahl von Hamstern tagsüber außerhalb ihrer Baue beobachten. Dabei finde ich alles, vom Mittagslangschläfer bis zum Nachthamster. Und das alles auf dem gleichen Feld zur gleichen Jahreszeit. Dieser schwarze Feldhamster ist recht klein, könnte also noch jünger sein. Mittlerweile kann ich die verschiedenen Individuen immer besser auseinanderhalten. Besonders die Jungtiere aus dem Vorjahr, welche das erste Mal überwintert haben, sind noch signifikant kleiner und leichter als Tiere, welche bereits den zweiten Winter überdauert haben. Im Freiland werden Feldhamster maximal 3 bis 4 Jahre alt. Die Regel sind eher 1 bis 2 Jahre. Und noch ein alter Bekannter zeigt sich vor den Kameras. Der Feldhamster, welcher den Greifvogelangriff überstanden hat.
Doch ganz ohne Blessuren ist er nicht davon gekommen. Nach dem Angriff hat sich eine Verletzung seiner Backe ausgebildet. Der Abszess scheint ihn zwar zu stören, aber ansonsten zeigt er sich erst einmal unbeeindruckt. Er frisst und ist weiter mobil. Aufgrund seiner markanten Verletzung bekommt er von mir den Spitznamen Hamsterbacke. Vermutlich handelt es sich bei ihm um ein junges Männchen. Für mich ist es eine der tollen Besonderheiten dieses Projektes, dass ich die Chance habe, verschiedene Individuen so nah über längere Zeiträume zu begleiten und die Besonderheiten der verschiedenen Tiere kennenzulernen. Noch einige Wochen lang kann ich den Backenhamster weiter beobachten, bevor er Anfang Juni wahrscheinlich seinen Bau verlässt. Doch manchmal bleibt die Frage, wer hier eigentlich wen beobachtet. Ob ein Feldhamster tag-, dämmerungs- oder nachtaktiv ist stark individuumsabhängig sowie den Umweltfaktoren, insbesondere der vorhandenen Deckung. Für mich war es von Anfang an eine Kernanforderung an dieses Projekt, dass ich sowohl die Dämmerungs- als auch die Nachtaktivität der Feldhamster realistisch zeigen wollte. Unzählige Stunden verbringe ich immer wieder bis in die Nacht hinein auf und an den Feldern, um die verborgenen Verhaltensweisen der Feldhamster während der Nacht aufzudecken. Um die Feldhamster nicht zu stören und ihre Verhaltensweisen zu beeinflussen, setze ich für die Nachtaufnahmen Infrarotlicht und infrarotsensible Kameras ein. Das Infrarotlicht ist für Feldhamster nicht sichtbar und stellt deshalb keine Störung dar. Der Nachteil dieser Methode ist, dass so noch Schwarz-Weiß-Aufnahmen möglich sind. Mittels eines komplizierten, innovativen Verfahrens, bei dem eine künstliche Intelligenz im Nachhinein die Farben im Bild schätzt, ist es mir möglich, die Schwarz-Weiß-Aufnahmen zu kolorieren. Feldhamster sind eigentlich keine angepassten Nachttiere. Sie müssen sich mehr auf ihren guten Hör- und Geruchssinn verlassen, um mögliche Bedrohungen rechtzeitig wahrzunehmen, und reagieren bei möglichen Gefahren hauptsächlich auf Bewegungen. Stehend können sie sich besser auf diese Sinne verlassen. Im Schutz der Dunkelheit beobachte ich deshalb noch häufiger das Aufstellen auf die Hinterbeine. Die Aktivität des Feldhamsters bei Nacht könnte eine Reaktion auf seine Fressfeinde sein, welchen er so versucht auszuweichen. Feldhamster und verschiedene Mäusearten teilen sich ihren Lebensraum. Wie einst der Feldhamster werden Mäuse heute als Plage bekämpft. Mäusegifte sind aber auch gefährlich für Hamster. Wie folgenreich sich Gifte über die Nahrungskette anreichern können, ist bekannt. Eine Alternative zur Vergiftung wäre es, weniger in die natürliche Regulation von Mäusen einzugreifen. Füchse sind natürliche Prädatoren, werden jedoch weiterhin auf Feldern bejagt. Auch die von mir beobachteten seltenen Schwarzhamster sind nachts im Feld unterwegs. Wie bei den bunten unterscheidet sich die Art ihrer Aktivität nicht von der am Tag. Sie durchstreifen die Umgebung des Baus auf der Suche nach Nahrung und achten auf Veränderungen in ihrem Umfeld. Allerdings scheinen die Hamster nachts weniger scheu. Die meisten Tiere kommen innerhalb von 24 Stunden mehrfach aus dem Bau. Je höher das Getreide im Jahresverlauf wird, umso stärker verlagern sich die Hauptzeiten der Aktivität in die Dämmerung und auf den Tag. Der Morgen bricht an. Müde, aber glücklich gehe ich vom Feld. Meine Reise auf der Suche nach den letzten Feldhamstern geht weiter. I'm so far away from home, in the
Auch in Polen gehen die Feldhamsterbestände stark zurück. Fragen zur genetischen Situation und verschiedene Gefährdungsursachen des Feldhamsters sind der Ausgangspunkt für meine Reise. Mehrere Tage lang möchte ich mir einen Eindruck von der Situation des Feldhamsters in Polen machen. Aber natürlich möchte ich hier auch Feldhamster filmen und beobachten. Auffällig ist für mich, dass im Vergleich zu Deutschland viele Hamster ihre Baue in den Randstrukturen zwischen den einzelnen Feldern anlegen. Aufgrund einer kaum nachhaltigen Kollektivierung gibt es in einigen Gebieten, wie zum Beispiel hier im Süden Polens, noch gute Landschaftsstrukturen, wie kleinteilige Felder und eine Vielzahl von verschiedenen Kulturen. Doch eine fehlende Akzeptanz bei den Bewirtschaftern setzt dem Feldhamster stark zu. Er wird vergiftet oder in seinen Bauen durch Bewässerung ertränkt. Auch eine wachsende Mechanisierung, der Einsatz von Pestiziden, aber auch Hunde und Katzen werden zunehmend in eigentlich landwirtschaftlich strukturell guten Gebieten zum Problem. Gleich an meinem ersten Abend in Polen treffe ich 3 engagierte Wissenschaftlerinnen. Sie untersuchen und schützen den Feldhamster in Polen maßgeblich. Professor Magdalena Henczak forscht und unterrichtet an der Universität für Landwirtschaft in Krakau. Professor Joanna Siomek forscht genauso wie Ursula Eichert in Posen an der Adam Mickiewicz-Universität. Als Joanna Siomek ihre Feldhamsterforschung aufnahm, war die Art in Polen praktisch noch völlig unbekannt. Nasze badania pokazały, że od lat 80. ten gatunek zmniejszył swój obszar występowania w Polsce o 75%. A ostatnie lata też bardzo intensywnie zajmujemy się ochroną gatunku, ponieważ on, podobnie jak w całej Europie, ginie bardzo szybko i próbujemy podejmować różne działania ochronne, aby w jak największym obszarze Polski zachować ten gatunek. Um Schutzmaßnahmen besser zu planen, untersuchen die Wissenschaftlerinnen die genetische Diversität der Feldhamster. Dazu installieren sie mit Klebeband bestückte Haarfallen in den Baueingängen, um genetische Proben der Feldhamster zu sammeln. Nun heißt es abwarten, ob ein Hamster seine Haare an einer der Rollen hinterlässt. Dieser Hamster scheint von der Rolle in seinem Baueingang nicht begeistert. Doch hat er es einmal nach draußen geschafft, ist auch die Rolle schnell wieder entfernt. Sollten auch andere Tiere ihre Haare an der Rolle hinterlassen, könnte dies die Proben verunreinigen. Nach einiger Zeit steht die Kontrolle der Haarfallen an. Vorsichtig werden diese aus dem Fall oder Schlupfröhren entnommen und untersucht. An dieser Falle hat der Feldhamster viele Haare hinterlassen, welche mit einer Pinzette abgesammelt und zur späteren Analyse konserviert werden. Durch eine ähnliche Vorgehensweise haben Wissenschaftler herausgefunden, dass in Polen gleich 3 genetische Linien des Feldhamsters vorkommen. Nach der letzten Eiszeit entstanden durch Ausbreitungsbewegungen 5 verschiedene Linien des Feldhamsters. In Polen grenzen theoretisch gleich 3 dieser Linien aneinander. Heute sind die Vorkommen aber nicht nur von anderen Ländern, sondern auch innerhalb Polens stark voneinander isoliert. Die Unterschiede der einzelnen genetischen Linien sind Gegenstand aktueller Forschung.
Die Erforschung der verschiedenen genetischen Linien ist nicht nur interessant, um die weltweite Ausbreitungsbewegung zu verstehen, auch für die Nachzucht sind diese spannend. Die Unterscheidung findet unterhalb des Artniveaus statt. Alle Feldhamster können sich theoretisch miteinander verpaaren. Für die Nachzucht sind die Linien dennoch relevant, um geeignete Spenderpopulationen ausfindig zu machen. In Polen kann ich wie bereits schon in Ungarn Feldhamster der P-Linie filmen. Diese sind im Vergleich zur E-Linie etwas kleiner und haben längere Füße und Schwänze, weshalb sie von mir liebevoll den Namen Hobbit-Hamster bekommen. Besonders in den Abendstunden kann ich hier in Polen die neugierigen Hamster bei ihren Streifzügen beobachten. Doch auch diese Feldhamster hier sind bedroht. Von Danzig im Norden bis Krakau im Süden soll die S7, eine insgesamt 700 Kilometer lange Schnellstraße, ausgebaut werden. Auf einer Strecke von 55 Kilometern durchläuft die Trasse eines der dichtesten Vorkommensgebiete des Feldhamsters in Polen. Die unmittelbare Gefahr wäre für die Feldhamster, wie hier in Ungarn von mir dokumentiert, der Tod im Straßenverkehr. Doch nicht nur das, wie mir Magdalena Henczak erklärt. Zagrożenie polega na tym, że kiedy powstanie, przetnie ten zwarty zasięg występowania i jeżeli nie zostaną zapewnione odpowiednie struktury przejścia dla tych chomików, no to praktycznie wyznaczy ta droga zachodnią granicę zasięgu tego zwartego. Da się pogodzić zbudowanie drogi z ochroną przyrody, ponieważ są różne sposoby na minimalizowanie negatywnych skutków inwestycji, ale trzeba bardzo chcieć. Doch der Wille scheint zu fehlen. Betroffen ist eine Fläche von 18 Quadratkilometern, auf der die Wissenschaftlerin 1532 Feldhamsterbaue nachgewiesen hat. Hier müssten alle 300 Meter Querungen angelegt werden. Auf der Strecke wären demnach 22 Unterführungen nötig. In das Bauvorhaben wurden nur 5 aufgenommen. And I really would like to tell investors and people who are building, be careful and look under your feet. People who want to protect animals, not only hamsters but animals, really don't want to stop development. Yes, we only want to save what we have to save. Die Zerstörung von Feldhamsterhabitaten durch Bauprojekte ist eines der riesigen Probleme und eine der Hauptursachen für das Aussterben der Art. Das Ausmaß, mit dem hier aktiv und wissentlich das Habitat von Feldhamstern zerstört wird, erschüttert mich. Die Zerschneidung und Versiegelung von Lebensraum zerstört ganze Populationen. Daran können auch die zum Beispiel in Deutschland angewendeten und oft wenig erfolgreichen Umsiedlungsaktionen wenig ändern. Auch in Krakau wird das Problem der Versiegelung von Feldhamsterflächen sichtbar. Hier lassen große Bauprojekte den Lebensraum der Feldhamster schrumpfen, wie mir Magdalena Henczak erklärt. Gerade in Polen scheint eine Art unkontrollierter Wilder Westen des Bauens zu herrschen. Doch in der Nähe von Katowice geht die Stadt Jaworzno andere Wege. Hier wurde 2014 Polens erste und einzige Hamsterschutzmaßnahme auf einer Fläche von 273 Hektar etabliert. Neben dem Schutz des Hamsters werden auf den Feldern auch genetische Forschung, Populationsuntersuchungen und Bildungsaktivitäten durchgeführt. Einen wichtigen Anteil bei der Arbeit für den Feldhamster in Jaworzno hat Marcin Toscha von der Abteilung für Umweltschutz. W Polsce mamy bardzo słabo działające prawo dotyczące ochrony przyrody. Niestety nawet występowanie gatunków chronionych nie powoduje z automatu ochrony siedlisk. O to niestety cały czas trzeba walczyć i po pierwsze przekonać rolników, że ten gatunek nie jest niczym, co im zagraża, przeszkadza. Dodatkowo fantastycznym rozwiązaniem byłoby też zmiana polityki rolno-środowiskowej i stworzenie możliwości dopłacania rolnikom do
siedlisk, gdzie występują tego typu gatunki. Po drugie, znaleźć pieniądze i przekonać do utworzenia ośrodka użytku ekologicznego, tak żeby zabezpieczyć te tereny przed zabudową, przed taką niekontrolowaną zabudową, która niestety w Polsce jest czymś, co występuje bardzo często. Więc jest utworzony użytek ekologiczny dla tego gatunku. Doch nicht nur auf den Feldern rund um Jaworzno wird etwas für die Art getan. Auch in der Stadt findet eine Sensibilisierung für den Feldhamster an mehreren Stellen statt. Jaworzno ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich Schutzmaßnahmen und Forschung, aber auch Marketing und Sensibilisierung für den Feldhamster verbinden lassen. Viele andere Städte sollten diesem Beispiel folgen. In den Feldern Polens sind die Männchen bereits eifrig dabei, die Baue der Weibchen aufzusuchen. Ein letztes Mal kann ich sie bei ihren Streifzügen durch die Felder beobachten. In überraschend vielen verschiedenen Feldkulturen kommen hier noch Feldhamster vor. Meine Zeit hier in Polen geht zu Ende. Der Besuch hat mir nicht nur verdeutlicht, wie groß das Problem der genetischen Isolierung verschiedener Populationen sein kann. Besonders eindrücklich war für mich vor allem die Zerstückelung und Versiegelung von Lebensraum, die auch außerhalb von Polen ein riesiges Problem ist. Doch auch das kritische Schlusswort von Joanna Siomek ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, in welchem sie sagt, dass auch der Feldhamsterschutz neue Wege gehen muss, wenn die Art noch gerettet werden soll. Natomiast myślę, że dla wszystkich nas jest bardzo ważne w tej chwili, żeby znaleźć jeszcze inne metody, które pozwolą ten gatunek chronić, bo jeśli faktycznie one się nie zmienią, no to właściwie zostało stwierdzone, że do 2050 roku faktycznie może ten gatunek wyginąć. Są oczywiście, na przykład Francuzi sami sobie zadają pytanie, że prowadząc przez 20 lat programów, dlaczego ta populacja jest ciągle na takim niskim poziomie. I właściwie to jest troszeczkę tak, jak trzymanie człowieka pod utrzymywane sztucznie przy życiu, nie? Auch in Deutschland ist es mittlerweile Sommer geworden. Über den Feldern Thüringens geht die Sonne auf. Das Getreide ist noch grün, aber bereits zu einem schützenden Dickicht für die Feldhamster gewachsen. An nur noch wenigen Bauen, wie diesem, welchen ich im Frühling kartiert habe, sind noch aktive Hamster zu beobachten. Vermutlich handelt es sich bei den noch genutzten Bauen um ehemalige Winterbaue, welche hauptsächlich von Weibchen weiter bewohnt werden. So wie dieses Tier halten sich die Weibchen eher in direkter Nähe ihrer Baue auf. Trotzdem ist für mich auffällig, dass Feldhamster unabhängig vom Geschlecht sehr neugierig sind. Sie untersuchen auch meine Kameras. Gerade jetzt, im Übergang vom Frühling zum Sommer, werden oft Baue verlassen und neue angelegt. Dieses Männchen mit auffälligem Bart besucht bereits fremde Baue, denn die männlichen Tiere vergrößern nun ihren Aktivitätsradius und laufen in ihren Revieren immer die gleichen Baue der Weibchen ab. Vermutlich spielt der Geruchssinn eine entscheidende Rolle, um sich im Feld zu orientieren. Häufig unternehmen Männchen auch größere Wanderungen, um Weibchen zu suchen. Die Männchen durchstreifen dabei ein Gebiet von ungefähr 1 bis 2 Hektar und nutzen mehr Baue als die Weibchen. Aufgrund der immer geringeren Anzahl verbleibender Tiere im Feld muss sich auch der Aktionsradius der Männchen noch stärker als normal vergrößern, um überhaupt noch Geschlechtspartner zu finden. Die ersten Sommergewitter ziehen über das Land. Meine Technik muss im Verlauf des Projektes so einiges durchstehen. Den Tieren im Feld bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis der Regen vorübergezogen ist. Doch der Natur tut der Regen gut. Der Himmel klart zwar wieder auf, der Boden ist aber noch völlig aufgeweicht. Auf seinen Wegen durch das Feld hat dieses Männchen mit seinem ganzen Fell den Schlamm aufgesammelt. Minutenlang verweilt es vor der Kamera, um den hartnäckigen Schmutz loszuwerden. Dankenswerterweise kümmert es sich auch um die Sauberkeit meiner ferngesteuerten Kamera.
Mit schlammigen Pfoten ist es schwierig, das Fell auch wirklich sauber zu bekommen. Für mich ist es unglaublich faszinierend, wilde Feldhamster so intim und ungestört beobachten zu können. Das Männchen ist vor der Kamera völlig entspannt. Nach der mehr oder minder erfolgreichen Fellpflege widmet sich das Männchen wieder seiner eigentlichen Mission. Es ist auf der Suche nach Weibchen. Doch dieser Bau ist bereits verlassen. Tatsächlich wird es immer schwieriger für mich, noch belaufene Baue zum Filmen zu finden. Immer häufiger warte ich vergeblich auf die Hamster. Denn viele von ihnen sind in den letzten Wochen bereits abgewandert. Ihre Baue liegen vorerst ungenutzt im Feld. Doch selbst wenn der Feldhamster einen Bau nicht mehr nutzt, muss er nicht dauerhaft leer bleiben. So konnte ich zum Beispiel diesen Iltis in einem verlassenen Feldhamsterbau filmen. Auch verschiedene Mäusearten nehmen die verlassenen Behausungen im Anschluss gerne in Beschlag, wenn sie nicht von einem anderen, sehr seltenen und bedrohten Tier verjagt werden. Der Mauswiesel gilt als das kleinste Raubtier der Welt und ist hier in Thüringen ebenfalls vom Aussterben bedroht. Mäuse sind der Hauptbestandteil seiner Nahrung. In verlassenen Hamsterbauen sucht er nach seiner Beute, nutzt diese aber auch als Unterschlupf. Die verlassenen Hamsterbaue stellen mich methodisch vor eine neue Herausforderung. Wie soll ich in den dicht bewachsenen Feldern jetzt Hamsterbaue finden? Üblicherweise würde man nun bis zur Ernte mit der Kartierung warten. Erst dann kann man die Felder wieder ablaufen und den Boden gut einsehen. Diese Zeit habe ich aber nicht. Deshalb suche ich mit der Drohne nach Hamsterbauen. Tagelang fliege ich etliche Kilometer über die Felder und untersuche auffällige Stellen. Dabei ist es gar nicht so einfach, in dem hüfthohen Getreide die Eingänge zu den Bauen zu finden. Es ist eine mühsame Arbeit, doch sie ermöglicht mir, trotz großer Wuchshöhe des Getreides zuverlässig neue Baue zu identifizieren. Habe ich einmal einen Bau mit der Drohne gefunden, sehe ich ihn mir vor Ort genauer an. Nur wenn der gefundene Bau tatsächlich auch belaufen aussieht, stelle ich hier meine Kameras auf. Dabei setze ich zur Beobachtung der Aktivität auf eine Kombination aus automatisierten Systemen und speziell adaptierten Wildkameras. Nun bin ich gespannt, was an den neu aufgefundenen Bauen passieren wird. Neue Baue entstehen durch sogenanntes Schargraben. Der Hamster lockert erst mit den Vorderpfoten die Erde auf, schiebt sie unter den Bauch und drückt sie dann mit den Hinterpfoten weiter nach draußen. Dabei gräbt er schräg in die Erde, so entstehen die für Sommerbaue typischen Schrägröhren. Manchmal werden beim Graben auch die Nagezähne unterstützend eingesetzt. Im Sommer sind die Baue sehr variabel. Wo noch vor einer Woche ein belaufener Eingang war, kann dieser wenig später bereits wieder verschüttet sein und ein neuer wurde angelegt. Umgedreht werden verschüttete Eingänge wieder geöffnet und die Baue im Inneren erweitert. Die Erde wird nur über die Schrägröhren nach draußen befördert. Teilweise findet sich im Auswurf auch Nistmaterial aus dem Bau. Vor den Sommerbauen kann sich so eine erhebliche Menge an Erdaushub ansammeln. Schrägröhren legen Feldhamster also von außen an und Fallröhren graben sie von innen. Erde kann auch im Inneren umgeschichtet und in alte Gänge und Kammern gestopft werden. Sehr häufig strukturieren verschiedene Feldhamster über eine Saison oder sogar Jahre hinweg einen Bau immer wieder um. Dabei ist der Erbauer des Baus nur selten der aktuelle Nutzer. Hamster bewohnen also oft Baue, die ursprünglich von anderen Artgenossen angelegt wurden. Durch landwirtschaftliche Maßnahmen werden im Herbst die Baue oberflächlich geschlossen. Sein Bau hat für den Feldhamster eine elementare Bedeutung. Hier verbringt er einen Großteil seines Lebens.
Jetzt, da neue Sommerbaue angelegt wurden, bieten die zum Teil verlassenen Winterbaue eine besondere Chance. Bisher gibt es meines Wissens nach keine professionellen Aufnahmen aus dem Inneren eines Feldhamsterbaus in freier Natur. Als einer der ersten Wissenschaftler und Filmemacher möchte ich diese anfertigen. Dazu habe ich ein eigenes Kamerasystem zusammengestellt, das es ermöglicht, über die Fallröhre in den Bau einzudringen, die Burrowcam. Sie musste ganz spezifische Anforderungen erfüllen, wie das Filmen in absoluter Dunkelheit, und sie musste klein und wendig genug sein, um durch die engen und gewundenen Gänge des Baus bis in die Nestkammer zu kommen. Ich führe die Kamera in die Fallröhre eines vermutlich verlassenen Winterbaus ein. Nach einer Biegung befindet sich die Kamera wieder in waagerechter Position und die Nestkammer wird sichtbar. Der Feldhamster hat sich diese mit Stroh und trockenem Pflanzenmaterial gepolstert. Ich versuche im Bau weiter voranzukommen, doch die Kamera verhakt sich immer wieder an den Wänden der Gänge. In einem anderen Bau stoße ich auf diese Verzweigung der Gänge. Mühsam versuche ich, die Kamera weiter voranzuschieben. Schließlich gelange ich in diese Kammer. In dieser finde ich Überreste alter Vorräte, welche wie im Hintergrund zu sehen bereits verdorben scheinen. Und dann passiert in einem dritten Bau etwas, was eigentlich nicht beabsichtigt war, wissenschaftlich aber trotzdem spannend ist. Ich werde von einem Feldhamster überrascht. Das Infrarotlicht ist für ihn unsichtbar. Die Augen hat er vermutlich gegen den Dreck zusammengekniffen. Im Dunkeln orientiert er sich über seine Tasthaare und den Geruch. Eigentlich zeigen Feldhamster tierischen Eindringlingen in ihrem Bau gegenüber aggressives Verhalten. Doch mit meiner Kamera scheint der Hamster so nichts anfangen zu können. Er zeigt keinerlei abwehrendes Verhalten. Dennoch versuche ich mich gemäß meines Protokolls langsam und respektvoll zurückzuziehen. Wahrscheinlich sind dies die weltweit ersten Aufnahmen eines wilden Feldhamsters in seinem Bau. Obwohl ihn die Kamera nicht großartig zu stören scheint, verschließt er, um sicher zu gehen, temporär seine Röhre. Auch noch lange nach diesen Aufnahmen konnte ich diesen Hamster weiter an der Oberfläche an seinem Bau beobachten. Der Einsatz der Spezialkamera hat mir ein besseres räumliches Verständnis vom Aufbau eines Feldhamsterbaus gegeben. Meist besteht dieser aus einer oder mehreren Kammern und Röhren. Im Frühling wird der Winterbau, welcher unterhalb der Frostgrenze liegt, von innen über die Fallröhre geöffnet. Die ehemalige Schlupfröhre ist aufgrund der Bodenbearbeitung im Herbst verschüttet. Auch alte, nicht mehr genutzte Baue bleiben unter der verschlossenen Bodenschicht verborgen. Wie sie auch von anderen Hamstern nach Jahren wiedergefunden und geöffnet werden, ist bisher nicht geklärt. Sommerbaue und Baue von Junghamstern können sehr einfach aufgebaut sein. Der Zugang wird über eine Schrägröhre von oben gegraben. Winterbaue können durch Schrägröhren auch zu Sommerbauen erweitert werden. Baue von Muttertieren oder älteren Hamstern können zunehmend komplexer sein und neben der Nestkammer auch Vorratskammer und Latrinengänge aufweisen. Ich bin in Österreich, besser gesagt in Wien. Und hier soll es Feldhamster geben? Doch es gibt sie. Das Geheimnis der städtischen Feldhamster liegt unter anderem auf den Friedhöfen mitten in der Stadt. Besonders in den Morgen- und Abendstunden beginnt es hier überall zu wuseln. Knapp 5 Tage möchte ich auf diesem Friedhof verbringen und die Hamster beobachten. Erst wenn man sich die Zeit und Ruhe nimmt und für einen Moment verweilt, entdeckt man die vielen Feldhamster zwischen den Gräbern. Dabei zeigen die Feldhamster hier Unterschiede zu den von mir im Feld beobachteten Hamstern. Die städtischen Feldhamster sind deutlich weniger scheu und zeigen auch am Tag eine ausgeprägte Aktivität. Nahrung finden die Hamster hier reichlich. Vor allem von Grünpflanzenteilen gibt es viel Auswahl. Bei einem so reichen Angebot ist es nicht verwunderlich, wenn diesem Hamster das trockene Blatt nicht schmeckt. Überall entdecke ich Feldhamster, welche sich emsig die Backen vollstopfen.
Vermutlich ist es für die Hamster hier aber schwieriger, größere Mengen lagerfähige Vorräte zu sammeln. Dazu eignen sich am ehesten die verschiedenen Pflanzensamen, die sie von den Halmen angeln. Kurioserweise scheint die hier lebenden Feldhamster noch eine andere Vorliebe zu haben. Manche Quellen sagen, dass das Kerzenwachs reich an Öl und deswegen kalorienreich ist und diese deswegen gefressen werden. Als Erdölprodukt dürfte das Paraffin aber von den Hamstern eigentlich nicht verwertbar und eher schädlich für sie sein. Feldhamster im städtischen Raum sind gar nicht so ungewöhnlich, wie man zuerst vielleicht vermuten mag. So gibt es neben Wien zum Beispiel auch im Stadtgebiet von Erfurt oder Astana urbane Populationen. Doch wie kommt die Art eigentlich mitten in die Stadt? Vermutlich kamen die Feldhamster früher in den Außenbezirken Wiens vor, zum Beispiel in Gartenanlagen oder auf nahegelegenen Feldern. Als die Metropole immer schneller wuchs, führte dies zu Bodenversiegelung und Lebensraumverlust. Den Hamstern blieb als letzte Zuflucht nur noch die wenigen Grünflächen der Stadt, inklusive der städtischen Friedhöfe. Nun ist es ihr Lebensraum, eingeschlossen von Häusern und Straßen. Die Feldhamster hier scheinen sich durch den Lärm der Stadt, anders als viele andere Wildtiere im urbanen Raum, nicht stören zu lassen. So beeinflusst der Lärmpegel zum Beispiel nicht die Wahl ihrer Baustandorte. In Anpassung an den städtischen Lebensraum wurde bei Feldhamstern im urbanen Raum eine deutlich kürzere Überwinterungsdauer festgestellt. Vermutlich aufgrund einer anderen Nahrungsverfügbarkeit als im Feld. Aufgrund der deutlich höheren Individuendichte als zum Beispiel auf den Feldern Thüringens ist die Chance hoch, hier auf dem Friedhof Begegnungen zwischen mehreren Individuen zu beobachten. Ich kann verschiedene Interaktionen, zum Beispiel zwischen Eltern und Jungen oder zwischen Rivalen sehen. Dabei führen die Hamster regelrechte Tänze auf. Auch das Markieren und Hinterlassen von Duftmarken hilft, das eigene Revier gegenüber anderen Hamstern anzuzeigen. Und manchmal geht man Konfrontationen besser einfach aus dem Weg. Doch häufig führen die hohen Populationszahlen aber offenbar immer wieder zu starker innerartlicher Konkurrenz und Aggressivität. Von den Rivalenkämpfen zeugen etliche alte Verletzungen, zum Beispiel an den Ohren der Tiere. Dies habe ich im Feld so nicht beobachten können. Auch könnten sich Krankheiten wie bei diesem Hamster so schneller zwischen den Tieren ausbreiten. Doch die hohe Individuenzahl birgt auch Konfliktpotenzial mit dem Menschen. So sind Feldhamsterbaue in oder unter den Gräbern keine Seltenheit auf den Friedhöfen Wiens. Und bestimmt sind sie nicht von allen Grabbesitzern gerne gesehen. Auch das Zerpflücken des Grabschmuckes wird einigen nicht gefallen. Dabei machen die Feldhamster komischerweise selbst vor Kunstblumen keinen Halt. Auf dem Friedhof liegen für die Feldhamster Licht und Schatten oft zusammen und es lauern vielfältige Gefahren. Immer wieder werden auf dem Gelände auch tote Feldhamster gefunden. Über die Todfunde gibt es Spekulationen. Über verärgerte Bürger oder Grabbesitzer, welchen den Hamster als Schädling bekämpfen, oder zu aggressiv agierende Gärtner. Bis hin zur Inzucht aufgrund einer zu stark abgegrenzten und kleinen Population, ohne genetischen Austausch zu anderen Populationen. Ich sehe zum Beispiel auch blinde Hamster, was für eine genetische Degradation sprechen könnte. Auch fällt mir das vermehrte Auftreten von äußeren Merkmalen auf, wie die schwarze Augenbrauenzeichnung. Wirkliche Belege für Inzucht sind dies aber noch nicht. Und auch bei dem von mir gefundenen toten Hamster kann ich von außen keine Todesursache ausmachen.
Eine Gefahr stellen Greifvögel als natürlicher Fressfeind wie dieser Falke dar. Er hat sich auf dem Friedhof auf die jungen Hamster spezialisiert. Und tatsächlich hat er schon bald einen Hamster gefangen. Ob Prädation, Vergiftung oder doch ein Virus, auch in Wien unterliegen in den letzten Jahren die Individuenzahlen deutlichen Schwankungen, immer mit der Gefahr des Aussterbens an diesem Ort. Das zeigt, dass auch die urbanen Populationen im Allgemeinen geschützt werden müssen. Was für ein Privileg, dass ich die Feldhamster hier so zahlreich sehen konnte. Am letzten Abend meiner Dreharbeiten in Wien zeigt mir dieses Tier noch einmal, wie willensstark Feldhamster sein können. Er hat es auf die Haselnüsse abgesehen, doch von hier aus erreicht er sie nicht. Mehr oder weniger geschickt klettert er in den Strauch und balanciert über die Äste. Mit seinem ganzen Körpergewicht kann er die Nüsse schließlich pflücken. Im Sommer, zwischen Juni bis August, stehen dem Feldhamster viele grüne Pflanzenteile als Nahrung zur Verfügung. Auch Sonnenblumenkerne stehen auf dem Speiseplan. Ab Juli findet er außerdem Ähren und Getreidekörner. Besonders jetzt kann ich beobachten, wie Feldhamster sowie dieser auf den Hinterbeinen balancieren, um nach dem Getreide zu angeln. Oder sie knicken die Halme um die Ähren zu erreichen. Eher beiläufig und nur bei zufälliger Begegnung nehmen Feldhamster zu einem kleinen Anteil auch tierische Nahrung auf, wie Regenwürmer, Schnecken, Käfer und Insekten. Zum Teil sind die Hamster so in die Nahrungssuche vertieft, dass sie über ihre eigenen Schrägröhren stolpern. Feldhamster sind klassische Nahrungsopportunisten. Sie fressen die Pflanzen, welche zur Verfügung stehen. Doch haben sie die Auswahl, bevorzugen sie Luzerne, Getreide und Hülsenfrüchte sowie Wildkräuter. Erbsen werden so wie hier aus ihren Schalen geknackt. Der Feldhamster hatte und hat teils immer noch einen schlechten Ruf als Schädling, der große landwirtschaftliche Verluste verursacht. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts wurde der Feldhamster intensiv bejagt, ob mit Fallen wie in Ungarn, mit Haken, Ausgraben oder Begasung ihrer Baue. Feldhamstern wurde vielfältig nachgestellt. Für die Felle wurden Prämien gezahlt. Millionen Hamster wurden deshalb getötet, um ihre Felle zu Pelz zu verwerten. Erst angesichts seiner starken Bedrohung, der dramatischen Bestandseinbrüche und dem Zusammenbruch des Pelzmarktes trat das Feindbild in den Hintergrund. Doch trotz der massenweisen Bejagung scheint diese, wenn dann nur einen sekundären Effekt auf den starken Rückgang der Population gehabt zu haben. Eine Maßnahme, um dem Feldhamster ein möglichst breites Nahrungsangebot sowie Deckung nach der Ernte zu schaffen, sind sogenannte Hamsterstreifen. Bereits im Frühjahr wurden die speziellen Blühmischungen ausgesät.
In Deutschland werden solche Maßnahmen teilweise gefördert und von Artenschützern wie Alexander Weiß links im Bild koordiniert. Die Blühstreifen werden zweireihig angelegt und jeweils im jährlichen Wechsel umgebrochen. Nach dem Auskeimen bieten die Blühstreifen dem Feldhamster wichtigen Schutz nach der Getreideernte. Aber ebenso sind sie ein Rückzugsort für andere Wildtiere. Darüber hinaus dienen sie als Insektenweide. Die Blühstreifen enthalten zum Beispiel Sonnenblumen und je nach Mischung zahlreiche weitere Blütenpflanzen. Hauptbestandteile sind aber Getreide und Hülsenfrüchte. Die Blühstreifen können auch Bestandteil einer Feldhamster-Schutzparzelle sein. Sie unterbrechen dann mehrere Streifen verschiedener Feldkulturen, die sowohl hamsterfreundlich sind, als auch vom Landwirt geerntet werden können. So werden große Flächen unterteilt sowie Deckung und vielfältige Nahrung für Hamster geschaffen. Alexander Weiß koordiniert zusammen mit Landwirten solche Feldhamster-Schutzparzellen. Er sieht sich als Vermittler zwischen Artenschutz und Landwirtschaft. Er versucht modellhafte Lösungen zu entwickeln, wie sich beides vereinen lässt. Also wir brauchen auf jeden Fall flächendeckend dauerhafte Rückzugsräume für den Feldhamster. Ich bin ein großer Verfechter dieses rotierenden Feldhamsterblühstreifens, der auf großer Fläche angelegt werden könnte bzw. große Schläge durchteilen könnte. Wichtig ist es, dass es eben dauerhafte Maßnahmen in der Fläche gibt, dass sie nicht zu sehr rotieren und dass wir dem Feldhamster möglichst langfristig und nachhaltig eine Möglichkeit zum Überleben bieten. Er plädiert also eindringlich für die Einrichtung von dauerhaften Schutzmaßnahmen in der Fläche. Doch wie stehen die Chancen, mit diesen freiwilligen Maßnahmen den Feldhamster zu retten? Jetzt ist es schon eigentlich 11:55, dass wir de facto jetzt den Feldhamstersterben hinterherlaufen. Und alleine nur mit freiwilligen Maßnahmen den Feldhamster in der Fläche zu greifen, das ist halt schwierig. Das ist ein Versuch. Ich bin halt nicht ganz so optimistisch, ob das komplett klappen wird. Nichtsdestotrotz müssen noch mehr Mittel eingestellt werden, damit die Betriebe dann, also die letzten Betriebe dann auch noch zum Umdenken gestimmt werden. Und ich sage immer, diese Arten sind durch die Landwirtschaft hier zu uns gekommen und es wäre wichtig, dass sie auch durch die Landwirtschaft erhalten bleiben. Langfristige Feldhamster-Schutzmaßnahmen sind wichtig für den Erhalt der Art. Hier wird wieder deutlich, dass es eine Verpflichtung braucht, um diese in die Fläche zu bringen. Und auch ich bin in diesem Projekt dem Feldhamstersterben immer wieder nachgelaufen. Auf Flächen, in denen ich im Jahr zuvor noch Feldhamster filmen konnte, sind diese ein Jahr später bereits verschwunden. Während man in Deutschland zum Teil noch versucht, über freiwillige Hamsterschutzmaßnahmen die Art im Feld zu halten, ist er in Frankreich bereits praktisch ausgestorben. Ich bin am westlichen Rand seines Verbreitungsgebietes. Hier im Elsass war der Feldhamster schon immer heimisch und stellt historisch das einzige Vorkommen in Frankreich dar. Nachdem der Feldhamster hier so gut wie ausgestorben war, hat die EU nach einer Klage ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich eingeleitet. Mit einem aufwendigen und teuren Nachzucht- und Auswilderungsprogramm muss man jetzt die Art in Frankreich wieder ansiedeln, da man zuvor notwendige Maßnahmen versäumte. Insgesamt sollen heute 40 Hamster aus dem Nachzuchtprogramm ausgewildert werden. Die Hamster stammen aus einem Projekt mehr als 50 Kilometer von hier entfernt. Bis zu 100 Tiere werden hier gezüchtet. Die Käfige sind beengt klein. Bis zu ihrer Auswilderung haben diese Hamster noch nie den freien Himmel gesehen. Natürliches Fluchtverhalten kann sich so nicht ausprägen, was die Überlebenschance der Tiere nach der Auswilderung verringert. Auch die Möglichkeit für natürliches Verhalten wie Graben fehlt. Angesichts dieser beengten Haltungsbedingungen geht man hier in meinen Augen einen zu großen Spagat zwischen Arten- und Tierschutz ein. Zur Planung und Dokumentation der Genetik sind die Käfige mit den Individuennummern, Geburtsdaten und den jeweiligen Elternnummern versehen. Auch aufgrund genetischer Verarmung im Feld wird die Nachzucht und anschließende Auswilderung von Feldhamstern oft als das letzte mögliche, sehr kostspielige Mittel zur Erhaltung der Art angesehen. Zurück an der Auswilderungsfläche sind die Hamster nun schon eine ganze Weile in den winzigen Transportboxen.
Bevor die Feldhamster in ihre Baue entlassen werden können, gehen die Artenschützer lärmend die Fläche ab, um nicht etwa einen Fuchs innerhalb des Zauns mit den Hamstern einzusperren. Neben der Gerste wurde die Fläche zuvor mit unterschiedlichen Pflanzensorten wie Klee, Radieschen und Sonnenblumen vorbereitet. Besonders ist übrigens auch der Zeitpunkt der Auswilderung. Nicht wie eher üblich im Frühling, sondern im Herbst, kurz vor der Überwinterung. Auch die Baue wurden genauestens geplant und nummeriert. Jeder Hamster hat einen eigenen Bau zugewiesen bekommen. Abwechselnd sollen Männchen und Weibchen ausgewildert werden. Die Transportboxen werden nun auf Stangen gefädelt, um sie ins Feld zu tragen. Die Baue wurden bereits einige Tage zuvor vorgegraben. Ein kleiner Vorrat aus Körnern, Apfel und Möhre soll die Hamster für die erste Zeit versorgen. Dann ist es soweit. Der Feldhamster wird in den künstlichen Bau entlassen. Damit er sich an seine Umgebung gewöhnen kann, wird die Öffnung mit etwas Stroh verschlossen. Die größte Gefahr für die gerade ausgewilderten Hamster ist die Prädation, welche in den ersten Stunden nach der Auswilderung besonders gefährlich ist. Vor Bodenräubern soll ein Stromzaun, welcher um die Fläche aufgestellt wurde und mit Solar betrieben wird, schützen. Doch Angriffen aus der Luft haben die frisch ausgewilderten Hamster nur wenig entgegenzusetzen. Nur die hohe Bodenbedeckung gibt ihnen Sichtschutz. Dennoch werden mehr als 50% der ausgewilderten Hamster nicht überleben. Auch der Standort der Auswilderungsfläche direkt an einer Autobahn ist mehr als suboptimal gewählt. Für die Hamster lauert hier die nächste tödliche Gefahr. Landwirt Laurent Fetter hat die Feldhamster-Schutzflächen bereitgestellt. Er war einer der wenigen Bauern, welche sich hier in Frankreich bereit erklärt haben, Feldhamster-Schutzmaßnahmen umzusetzen. Er bewirtschaftet seine Flächen unter anderem auch ökologisch und bekommt für seine Arbeit im Feldhamsterschutz eine finanzielle Entschädigung. Der Feldhamster ist in Frankreich so gut wie ausgestorben. Die Nachzucht als sehr teure und für mich wenig erfolgsversprechende Methode ist ein letzter Versuch, in einer aussichtslos scheinenden Situation zu handeln. Ohne grundlegende Veränderung im Feld und damit in der Landwirtschaft gleicht die Nachzucht allein eher dem Verbrennen von Geld und ist der Tropfen auf dem heißen Stein. Dass man sich gerade dies als Vorbild auch für Nachzucht in Deutschland nimmt, ist für mich viel zu kurz gedacht. In Deutschland hat sich das grüne Getreide mittlerweile goldgelb gefärbt. In unserer Nahrungsmittelproduktion sind wir auf die Natur angewiesen. Gleichzeitig zerstören wir diese. Mir wird immer bewusster, dass es um so viel mehr als den Feldhamster geht. Dieser ist um seiner selbst willen schützenswert. Die Strukturen, die ihn gefährden, sind ebenso eine Bedrohung für viele andere Arten. Wie zum Beispiel Bestäuber übernehmen viele Tiere und Pflanzen, aber auch notwendige Aufgaben für uns Menschen. Wenn wir das drastische globale Artensterben akzeptieren, riskieren wir nicht weniger als unsere Existenz. Deshalb müssen wir auch den Feldhamster schützen, denn er ist ein wichtiges Glied in einem funktionierenden Ökosystem. Er bringt selbst Biomasse ein und frisst Pflanzen und teils auch Tiere, darunter auch Arten, die für den Menschen als Unkraut und Schädlinge gelten. Seine Baue sind nicht nur Lebensraum für zahlreiche wirbellose Tiere, sondern auch für andere bedrohte Arten. Mit seiner Grabaktivität lockert er Böden auf, schützt sie vor Degradation und unterstützt die Bodenbildung von fruchtbaren Schwarzerden. Als Beutetier sind Räuber von ihm abhängig. Darum finde ich es so faszinierend, diese Hamster intensiv beobachten zu können. Eventuell zeigt sich hier überraschend auch ein Bekannter aus dem Frühling. Die rechte Backentasche ist immer noch auffällig vergrößert. Die ganze Nacht über sind die Hamster in den Feldern unterwegs. In dieser Jahreszeit sind sie sehr mobil. Besonders viel Aktivität kann ich an diesem Sommerbau beobachten. Immer wieder kommen verschiedene Hamster zu Besuch und schauen in die gleich mehreren Eingänge. Immer auf der Suche nach paarungswilligen Weibchen. Gegessen und geschlafen wird unterwegs, zum Teil auch in zeitweiligen Bauen, welche nur als vorübergehender Unterschlupf dienen. Doch offenbar sind die Baue dieses Männchens zu weit entfernt und es schläft auf dem Laufweg vor dem Bau eines Weibchens. Etwas Besonderes, das ich im Sommer beobachten kann, ist, wie Hamster ihr Geschäft verrichten. Eigentlich benutzen sie dafür Latrinen im Inneren ihrer Baue, die meist kurze Tunnelenden sind. Manchmal findet man ihren Kot aber auch vor einem Hamsterbau oder in ihren Laufwegen.
Er ist bohnenförmig und etwas über 1 Zentimeter lang. Neben dem Ruf der Natur dient die Kotabgabe auch dazu, ihr Revier zu markieren. Ich habe allerdings auch beobachtet, dass manche Tiere versuchen, ihren Kot durch Graben zu verdecken. In der Wissenschaft kann die Kotanalyse auch dazu dienen, mehr über die Ernährung des Feldhamsters oder seinen Aktionsradius anhand der verdauten Futterpflanzen zu erfahren. Neben der Markierung mit Kot gibt es für Feldhamster noch viele weitere Möglichkeiten, Gerüche im Feld zu hinterlassen. So wie dieses Männchen mit den Flankendrüsen am Bau eines Weibchens markiert, spielen Pheromone und Duftmarken besonders in der Paarungszeit eine wichtige Rolle. Über sie bekommen die Feldhamster Informationen über das Geschlecht, den Status und Identität eines anderen Individuums. Die Abläufe sind oft ähnlich. Männliche Hamster durchstreifen die Reviere der Weibchen und besuchen deren Baue, welche sie rückwärts wieder verlassen. Danach kommt es manchmal zu einem Markierungsverhalten in der Nähe des Baus. Dabei reiben sie ihre Flankendrüsen am Boden und drehen sich dabei im Kreis. Feldhamster besitzen Duftdrüsen am Nabel, den Flanken und Wangen. Danach wird sich geputzt. Während der Paarungszeit setzen Weibchen Duftmarken in ihrem Revier ab, wenn sie paarungsbereit sind, und Männchen markieren, um ihre Anwesenheit kundzutun. Im Fell erkennt man eine dunkle Lücke, in der sich die Flankendrüse befindet. Aber offenbar wird auch Urin zum Markieren eingesetzt. Nach einem Besuch pinkelt dieses Männchen wahrscheinlich, um den Bau eines Weibchens zu markieren. Mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera möchte ich Feldhamster genauer untersuchen. Damit der Wärmeunterschied zur Umgebungstemperatur möglichst groß ist, warte ich, bis es Nacht ist. Und auch in dieser Nacht besucht ein Männchen den Weibchenbau. Besonders warm strahlen die vom Fell unbedeckten Bereiche, wie die Augen und die Schnauze. Auch die Flankendrüsen sind im Wärmebild genauso wie die Hoden des Männchens besonders gut sichtbar. Und auch die Bewohnerin des Baus kehrt zurück. Es handelt sich um ein schwarzes Feldhamsterweibchen, welches neugierig die mehr als 30.000 € teure Kamera untersucht. Tatsächlich ist die hochsensible Technik für den Hamster vor allem als Wärmequelle interessant und das Weibchen macht es sich auf ihr gemütlich. Es ist das erste Mal, dass Feldhamster mit einer hochauflösenden Wärmebildkamera untersucht werden. Mir gibt es noch einmal einen völlig neuen Blick auf das Tier. Auch bei diesem Weibchen strahlt besonders die Kopfregion mit den Augen, der Schnauze und den Ohren besonders hell. Auch die Pfoten heben sich deutlich ab. Und klar zu erkennen ist auch wieder die Flankendrüse, bevor der Feldhamster wieder im Feld verschwindet. Da ich das Verhalten der Hamster in der Paarungszeit gerne dokumentieren möchte, baue ich meine ferngesteuerte Kamera auf. Doch leicht wird es sicherlich nicht, im hohen Feld Hamster zu filmen. Bereits seit Ende Mai herrscht an den Bauen der Weibchen, welche ich beobachte, Hochbetrieb. Immer wieder kommen paarungswillige Männchen vorbei. Nachdem dieses bunte Männchen Duftmarken im Territorium des Weibchens verteilt hat, wird es nun auch am Bau geduldet. Nicht selten kann ich in dieser Zeit Männchen beobachten, welche auch an den Weibchenbauen graben. Häufige Exkursionen und Wanderungen der Männchen auf der Suche nach Weibchen sind in der Paarungszeit die Regel. Weibchen unternehmen allgemein nur selten Ausflüge in die weitere Umgebung, sind aber nun häufiger als üblich außerhalb des Baus zu sehen. Treffen die Partner unmittelbar aufeinander, beginnen sie ein komplexes Paarungsvorspiel. Das Weibchen flüchtet nur scheinbar vor dem Männchen. Immer wieder wartet es, bis das Männchen nah genug herangekommen ist. Unterbrochen werden diese Scheinfluchten durch kurze Schnauzenkontakte. Aufgeregtes Zähnewetzen sowie Quietsch- und Kreischlaute begleiten die Scheinfluchten. Oft heißt es, die eigentliche Verpaarung findet hauptsächlich nur im Inneren des Baus statt. Doch ich habe unglaubliches Glück.
Und so schnell ist es auch schon wieder vorbei. Nach der Paarung putzt sich das Männchen ausgiebig vor dem Bau. In den kommenden Tagen werden sich beide noch mehrmals miteinander verpaaren, bis das Weibchen trächtig ist und das Männchen vom Weibchen wieder vertrieben wird. Während meines Projektes kann ich bis zum Ende der Paarungszeit im August diese beiden Hamster gleich 3-mal bei der Paarung außerhalb des Baus dokumentieren. Eine 4-wöchige Expedition liegt vor mir. In den riesigen Steppenlandschaften Kasachstans soll es noch Feldhamster geben. Doch so ganz sicher ist man sich da nicht. Über staubige Pisten geht es im Schneckentempo über 1000 Kilometer dem Ziel entgegen. Je schlechter die Straßen werden, desto näher komme ich meinem Suchgebieten. Es ist brütend warm, Bäume und Schatten gibt es hier kaum. Meine 3 Untersuchungsgebiete liegen weit im Nordosten des Landes, in direkter Nähe zur östlichen Verbreitungsgrenze der Art. Die über 4000 Meter hohen Berge des Dschungarischen Alatau an der Grenze Chinas sind eine eindrucksvolle Kulisse für mein erstes Camp für die Nacht. Nördlich, rund um die Dschingis-Tau-Berge, beginne ich mit meiner Suche nach Feldhamstern. Von einem russischen Experten habe ich Gebietskoordinaten bekommen, wo ich zumindest mein Glück probieren kann. Mein Ziel ist es, in Kasachstan die Tiere, über die man hier so gut wie gar nichts weiß, in ihrem ursprünglichen Steppenlebensraum zu finden und erstmals überhaupt einfache Filmaufnahmen zu machen. Tagelang suche ich vergeblich nach Feldhamsterbauen, doch plötzlich finde ich Hinweise, die mich aufmerken lassen. Von der Form würden diese Baue zu Feldhamstern passen, sind allerdings vom Durchmesser kleiner und deutlich zu kurz. Zur Überprüfung der Baue stelle ich Kameras auf. Die Baue gehören zu einem anderen Tier, welches dem Feldhamster aber in vielerlei Hinsicht ähnelt. Den Ziesel hat das Schicksal, welches dem Feldhamster bevorsteht, bereits ereilt. In weiten Teilen Europas ist er bereits ausgestorben. Bei diesem Tier handelt es sich um einen Rotwangenziesel, welcher fleißig an seinem Bau gräbt. So toll die Beobachtung der Ziesel war, es bedeutet leider aber auch, dass ich in diesem Untersuchungsgebiet keine Hamster nachweisen kann. Ich muss also weiter. Doch in der Zwischenzeit hat das Gelände ein erstes Opfer gefordert. Ein festgerostetes plattes Rad mitten im Nirgendwo vom Auto zu bekommen, ist wahrlich keine Freude. Nach dem Radwechsel nähere ich mich den Dschingis-Tau-Bergen von Süden aus. In der weiten Landschaft, ohne wirkliche Straßen den richtigen Weg zu finden, ist gar nicht so einfach. Bei der Orientierung hilft das Tal des Aigüs. Der Fluss liefert auf einem schmalen Streifen genügend Wasser für einige Bäume und grüne Pflanzen. Am Übergang zwischen Auwald und Steppe möchte ich weiter nach den Hamstern suchen. Ich arbeite mich immer weiter das Flusstal nach oben in Richtung der Bergkette, wo ich nach einigen Tagen mein Camp aufschlage. Vor mehr als 9 Jahren hat der russische Experte hier eigentlich auf der Suche nach einer Wildkatze einen einzigen Feldhamster nachgewiesen. Tagelang suche ich nach den Bauen der Tiere. Doch langsam befallen mich Zweifel. War es so schlau, alles auf diese eine Karte zu setzen? Ca. 5000 Kilometer zu reisen, nur aufgrund eines einzigen 9 Jahre alten Nachweises? Eigentlich hieß es im Vorfeld von Experten, dass es hier keine Baue gibt, die ähnlich wie die der Feldhamster aussehen. Deswegen machen mir diese Eingänge Hoffnung. Dennoch bin ich aufgrund meiner Erfahrung mit den Zieseln noch recht skeptisch. Um meine Chancen auf einen Nachweis zu erhöhen, greife ich auf eine wissenschaftliche Methode zurück, bei der man zum Nachweis von Wildtieren Lockstoff einsetzt. Ich beschließe, meine Vorräte zu rationieren und einen Teil, wie Buchweizen und Haferflocken, ab sofort mit den Tieren Kasachstans zu teilen. Es heißt wieder einmal Daumen drücken.
Die Tage sind lang und anstrengend und ich komme oft erst kurz vor Sonnenuntergang zurück zum Camp. Inzwischen ist mir klar, dass sehr viele der Tiere hier nachtaktiv sind. Meine große Hoffnung liegt also auf den Stunden nach Sonnenuntergang. In den Bauen, welche ich beobachtet habe, leben wahrscheinlich Tiere, die in Europa gar nicht vorkommen. Pferdespringer bewegen sich nur auf ihren kräftigen Hinterbeinen, oft im Zickzackkurs, um Angreifer zu verwirren. Mit ihren langen Ohren können sie Fressfeinde zugleich frühzeitig wahrnehmen. Pferdespringer treffen nur selten aufeinander und leben sonst einzelgängerisch. Tagsüber ziehen sie sich in die Kühle ihrer Baue zurück. Tatsächlich huscht auch ein Hamster an meinen Kameras vorbei. Der graue Zwerghamster ist kleiner als ein Feldhamster. Er ernährt sich zwar auch von Insekten, Grünpflanzen und Samen, doch heute bedient er sich an dem von mir ausgelegten Futterangebot. Auch seine Backentaschen reichen bis an die Schulterblätter. Und doch war wieder kein Feldhamster dabei. Langsam verlässt mich mein Optimismus. Ich klammere mich an jeden Strohhalm, den es gibt. Die erhöhte Bodengrabaktivität an den Hängen des Flusses macht mir zumindest, was die Bodenqualität angeht, Hoffnung. Wie der Feldhamster gräbt auch der Zaisan-Mullemming komplexe Tunnelsysteme. Dabei nutzt die Art, welche zu den Wühlmäusen gehört, auch ihre stark vergrößerten Schneidezähne. Die Tunnel liegen in einer Tiefe von 10 bis 40 cm unter der Erdoberfläche. Ergänzt werden diese durch etwas tiefer liegende Wohn- und Vorratskammern. Der Zaisan-Mullemming ist eigentlich extrem scheu. Nur sehr selten kommen die sowohl tag- als auch nachtaktiven Tiere bei Licht an die Erdoberfläche. Hier zeigt sich ein zweiter Mullemming, welcher ein Jungtier sein könnte. Neugierig schaut er aus dem Bau, bevor er schnell wieder verschwindet. Auf der Suche nach Feldhamstern bleiben stundenlange Kartierungen und etliche Kamerakontrollen erfolglos. Mittlerweile zweifle ich an den Koordinaten. Irgendwas stimmt hier nicht. Kann es sein, dass ich mitten in der Steppe, fern der Zivilisation, nach einem Phantom suche? Es ist eine unwirtliche Gegend, doch nicht nur deshalb muss ich während der Expedition vorsichtig sein. Ich bin zeitweise nicht mehr als 40 Kilometer entfernt vom Rand des verstrahltesten Gebietes der Welt. Zwischen 1949 bis 1991 betrieb die Sowjetunion hier in der Steppe umfangreiche Atomwaffentests. Insgesamt wurden 496 Atom- und Wasserstoffbomben gezündet. Besonders für die Bewohner der Gegend hat und hatte dies verheerende Folgen, die bis in die Gegenwart wirken. Die verstrahlten Partikel wehten weit über das Land und verseuchten ganze Gebiete. Deshalb ist der Geigerzähler mein ständiger Begleiter. Auch das Wetter ist immer wieder unberechenbar. Ohne Handy oder gar Internetempfang verlasse ich mich auf eigene Abschätzung mittels Barometer. Gerade die Gewitter können hier zum Teil heftig sein. Und so fliegt nicht nur unser Zelt davon, sondern wir müssen auch gute 8 Liter Wasser aus dem Inneren schöpfen. Unsere gesamten Schlafsäcke und Isomatten werden einmal im Wasser getränkt. Zumindest jetzt freuen wir uns über die sengende Sonne. Doch bekanntlich wartet am Ende des Regenbogens ja ein Schatz. Und auch für mich sollte sich das Blatt langsam wenden. Aus Russland erreicht mich eine Nachricht. Die 9 Jahre alten Koordinaten, die ich vor Monaten bekommen habe, weichen um 2 Kilometer vom richtigen Standort ab. Mit dem korrigierten GPS-Punkt bekomme ich also eine neue Chance.
habe es geschafft. Endlich gelingt mir ein erster Nachweis eines Feldhamsters. Ich glaube, das ist ein Hamster. Oh mein Gott, wir haben einen Feldhamster. Eine absolute Sensation. Hier in dieser Landschaft, kilometerweit entfernt vom urbanen Raum, sind mein Team und ich die ersten Menschen, die einen Feldhamster in seinem ursprünglichen Steppenlebensraum filmen konnten. Hier, wo man es nicht erwarten würde, gibt es sie also immer noch. Doch mit dem ersten Nachweis beginnt die weitere Arbeit. Tagelang suche ich Kilometer um Kilometer, Hektar um Hektar nach Hamsterbauen. Es ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, bei der die Zeit nur so dahin fliegt und das Ende der Expedition immer näher rückt. Nach meinem ersten Nachweis habe ich auch in den nächsten Nächten Erfolg. Die Feldhamster hier sind ausschließlich nachtaktiv. Es gibt keine einzige Tagaufnahme von ihnen auf meinen Kameras. Da ich die Baue bisher nicht finden konnte, ist der Schlüssel, um die Feldhamster trotzdem vor die Kameras zu bekommen, das Anlocken mit meinem rationierten Müsli. Eifrig suchen sie jede Haferflocke am Boden. Auf den Aufnahmen kann ich 2 Individuen unterscheiden. Eines von ihnen fällt durch einen Knick im Schwanz auf. Die neuen Nachweise sind ein voller Erfolg für die Expedition. Noch nie konnten Feldhamster in ihrem ursprünglichen Lebensraum so beobachtet werden. Dennoch ist es auch eine mühsame Arbeit. Oft habe ich pro Nacht nicht mehr als einen Feldhamster-Nachweis auf einer der vielen Kameras, welche im Gelände verteilt sind. Manche Nächte auch gar keinen. Menschen treffe ich hier draußen in der Steppe so gut wie nie. Oft sind Kühe oder Pferde die einzigen größeren Lebewesen, welche ich hier über die Tage sehe. Die ursprünglich domestizierten Tiere leben weitgehend unbeeinflusst vom Menschen. Nur wenn man die Pferde für die Arbeit oder als Fleisch braucht, werden sie eingefangen. Sonst streifen sie in kleinen sozialen Gruppen durch die weiten Steppen. Doch die Besuche sind nur von kurzer Dauer. Als ich eines Morgens Pferdegetrappel hinter dem Zelt höre, vermute ich zuerst auch wieder halbwilde Pferde. Doch plötzlich steht Bulat vor unserem Zelt. Er hat das Auto gesehen und wollte fragen, was wir hier mitten in der Steppe machen und ob wir Hilfe brauchen. Er lebt seit der Perestroika ohne Strom und fließendes Wasser weiter oben im Tal. Er ist Hirte und bewirtschaftet zusammen mit seiner Tochter einen kleinen Hof. Stolz erzählt er mir von seinen vielen Kühen. Gleichzeitig will ich von ihm natürlich wissen, ob er mir mehr über die Feldhamster hier erzählen kann. Doch wie viele andere Kasachen, die ich danach frage, hat er die Tiere noch nie gesehen. Und so schnell wie er gekommen ist, so schnell ist der 75-jährige Bulat auf seinem Pferd auch wieder weg und unser Camp liegt abermals verlassen in der weiten Steppe. Wenn selbst Menschen, die seit über 30 Jahren jeden Tag in dieser Natur ihre Tiere hüten, noch nie einen Feldhamster gesehen haben, sagt dies einiges über die Seltenheit und Aktivität dieser Tiere aus. Da ich auch nach Tagen der Suche keinen Feldhamsterbau finden kann, vermute ich, dass die Hamster ihre Baue vielleicht im für mich undurchdringlichen Streifen aus Gras, Büschen und Bäumen um den Fluss haben. In der verbleibenden Zeit versuche ich trotzdem mehr über die Raumnutzung der Hamster hier zu erfahren. Immer wieder durchquere ich das Flusstal, um in direkter Linie gegenüber meines ersten Fundortes nach Hamstern zu suchen. Dies würde das Bild zumindest etwas vervollständigen. Durchqueren vielleicht auch Sie das Tal? Auf der anderen Flussseite etabliere ich mehrere neue Kamerastandorte. Und tatsächlich habe ich auch hier Erfolg. Es scheint das gleiche Individuum wie auf der anderen Flussseite zu sein. Ich erkenne es an einem kleinen Knick am Schwanzende. Vielleicht wurde das Merkmal aber auch nur vererbt. Da das Wasser in dieser Jahreszeit nicht tief ist und Feldhamster schwimmen können, ist es aber gut möglich, dass sie das Wasser auch täglich durchqueren. Eine umfangreiche Besenderung wäre notwendig, um noch mehr über die Bau- und Raumnutzung der kasachischen Feldhamster zu erfahren.
Auch auf dieser Flussseite war das Anlocken der Feldhamster mit Nahrung der Schlüssel, um die Tiere auch ohne Bau irgendwie vor die Kamera zu bekommen. Wovon sie sich hier sonst ernähren, kann ich nur mutmaßen. Vermutlich müssen sie aber für den Winter große Mengen an Pflanzensamen eintragen. Vielleicht freuen sie sich auch deshalb über die leicht zusammelten Vorräte von mir. Meine Zeit in Kasachstan ist zu Ende. Im Rahmen dieser 4-wöchigen Expedition konnte ich einen umfassenden Einblick in den ursprünglichen Steppenlebensraum des Feldhamsters bekommen. Obwohl ich keinen genutzten Feldhamsterbau finden konnte, ist es mir doch gelungen, Nachweise der Art zu liefern und erstmals überhaupt Feldhamster in der Steppe, weit abseits des urbanen Raums zu filmen. Dabei ging es nie um besonders tolle Filmaufnahmen, sondern darum, die Art überhaupt zu finden und zu dokumentieren. Wie stark, durch was und ob der Feldhamster hier überhaupt bedroht ist, kann man aufgrund der geringen Datenlage aber nicht sagen. Ein letztes Mal gehe ich zurück zum Camp. Nun heißt es einpacken und ich mache mich auf den langen Weg nach Hause. Zurück aus Kasachstan steht in Deutschland die Ernte kurz bevor. Aufgrund der großen Hitze muss sie in diesem Jahr noch früher als üblich eingeholt werden. Dabei gibt es verborgen im Getreide noch eine kleine Sensation für mich. Ich habe Hamsternachwuchs vor den Kameras. Dieser erkundet gerade erst das Feld außerhalb des Mutterbaus. Die Jungen dürften etwas älter als 3 Wochen sein und sind kaum größer als eine Feldmaus. Dagegen wirkt das kleine Rehkitz geradezu riesig. Besonders die noch unerfahrenen Feldhamster-Jungtiere sind auf die schützende Deckung vor Fressfeinden angewiesen. Doch auch die Mutter schaut noch nach dem Rechten. Ich hatte mir für das Projekt vorgenommen, Feldhamsternachwuchs zu filmen. Darum bin ich nervös, ob es mir auch nach der Ernte gelingen wird, noch einmal Jungtiere zu beobachten. Die Ernte hat begonnen. Der Ertrag ist nicht nur für den Landwirt wichtig. Er liefert die Basis für unsere Nahrungsmittel. Gleichzeitig ist die Ernte die wahrscheinlich größte Veränderung im Leben eines Feldhamsters. Dabei sind nicht nur die großen, schweren und schnellen Maschinen eine Gefahr für die Hamster. Innerhalb von kürzester Zeit verschwindet ein komplettes Ökosystem. Auf einmal ist der Feldhamster durch die abgeerntete Deckung völlig seinen Fressfeinden ausgesetzt. Auch findet er jetzt durch die Effektivität der heutigen Erntetechnik kaum noch Nahrung, auch für die wichtigen Wintervorräte. Nicht selten verhungern die Hamster deshalb im Winter. Die Umstellung von Sommer- auf Wintergetreide führt zu noch früheren Ernten. Und die Klimakrise verstärkt diesen Effekt aufgrund von Hitze und Dürre. Für den Feldhamster und andere Feldtiere bedeutet die abrupte Veränderung ihres Lebensraums einen regelrechten Ernteschock. Und auch für mich ist es seltsam, das Feldhamsterfeld plötzlich wieder so zu sehen. Vor allem Mäuse, welche ihre Baue viel näher an der Erdoberfläche als Feldhamster haben, sind direkt und unmittelbar durch die Maßnahmen während und nach der Ernte betroffen. Viele überleben die Bodenbearbeitung deshalb nicht. Ich bin unruhig, wie die Feldhamster die Ernte überstanden haben. Und tatsächlich finde ich in direkter Nähe zu einer Fallröhre diesen Kopf eines noch kleinen jungen Hamsters. Er ist entweder der Prädation oder der Erntemaschine zum Opfer gefallen. Mit wachsender Sorge gehe ich die mir bekannten Baue ab. Auch ich muss mich nach der Ernte auf dem Feld erst einmal wieder orientieren und die verschiedenen Baue unter dem Stroh finden. Die Art der Landwirtschaft verstärkt den Prädationsdruck, wie auch bei diesem Schwarzhamster. Es lässt sich nicht leugnen, unsere moderne Landwirtschaft ist in vielen Teilen für die aktuelle Biodiversitätskrise mitverantwortlich. Und doch scheint niemand systematisch etwas an ihrer Struktur ändern zu wollen.
Wenn wir die Natur nicht bereits um ihrer selbst willen schützen können, warum begreifen wir dann nicht wenigstens, dass wir sie in ihrer Funktionalität genauso zum Überleben brauchen wie die Nahrungsmittelproduktion? Wenn wir diese Einstellung nicht grundlegend ändern, schaffen wir damit langfristig unsere eigene Lebensgrundlage ab. Riesige Feldschläge mit Monokulturen, welche direkt nach der Ernte umgebrochen werden, nehmen dem Feldhamster Nahrung und Deckung. Ein kleiner Lichtblick sind für mich Schutzmaßnahmen wie die Stoppelruhe, bei der die Halme mindestens 30 cm hoch stehen bleiben und so wichtige Deckung vor Prädatoren bieten. Ernteverzichtsstreifen bieten zusätzlich bis zum Beginn des Winterschlafs genügend Nahrung, auch für die wichtigen Vorräte des Feldhamsters. Genau solche Ansätze braucht es flächendeckend. Sie könnten eine Chance sein, das Problem anzugehen. Doch sie funktionieren nur, wenn Landwirte angemessen für diese Leistungen für Natur und Gesellschaft entschädigt werden. Landwirte wie René Döring unterliegen in ihrer Arbeit erheblichen finanziellen und bürokratischen Zwängen. Sie müssen am Weltmarkt konkurrieren. Doch Artenschutz und Landwirtschaft schließen sich nicht gänzlich aus. Wir sind zwar ein Großbetrieb, trotzdem machen wir Landwirtschaft in und mit der Natur, weil für uns sich da zwei positive Aspekte verbinden. Zum einen können wir halt den Feldhamster schützen und wir haben noch eine Entschädigung für den Mehraufwand und können aber trotzdem, und das ist das Entscheidende, die Frucht normal ernten und auch verkaufen. Doch warum schützen dann nicht mehr Landwirte den Feldhamster? Als Hauptgrund kann man mit nennen die hohen Anforderungen. Der bürokratische Aufwand, der schreckt natürlich dann noch viele zurück. Und das ist im Prinzip auch mit einer Grundaussage, wenn das vereinfacht würde, wenn man im Prinzip den Landwirt mehr Vertrauen schenken würde. Du machst das schon richtig und wir müssen dich nicht auf Schritt und Tritt kontrollieren und dokumentieren. Und dass man, wenn das ein Stück weit wäre, dann würde bestimmt auch die Scheu nicht so groß sein, in so ein Projekt einzusteigen. Wenn man das von sich aus nicht will und so, dann könnte es auch dreimal so viel Geld geben und der Landwirt würde das nicht machen. Also es hängt viel von der Grundeinstellung des jeweiligen Verantwortlichen ab. Feldhamsterschutz kann in seiner Umsetzung nur in Zusammenarbeit mit den Landwirten gelingen. Davon bin ich überzeugt. Aktuell sind wir jedoch auf engagierte Einzelpersonen und Betriebe angewiesen. Mit den kürzer werdenden Tagen und dem Ende der Paarungszeit hat wie bei diesem noch nicht ganz ausgewachsenen Tier nun das typische Hamstern begonnen. Im Feld ist der subadulte Hamster auf der Suche nach Vorräten für den Winter. Zwischen 1 bis 1,5 Kilogramm müssen Feldhamster mindestens einlagern, um den Winter zu überleben. Das entspricht der doppelten bis vierfachen Körpermasse eines ausgewachsenen Hamsters vor dem Winterschlaf. Mit einem Gang kann ein Hamster ca. 60 Gramm Getreide in den Bau tragen. Konzentriert kann ich den Feldhamster vom Feldrand aus beobachten. Gesammelt werden vor allem lagerfähige Vorräte, die unter der Erde nicht vergammeln. Das sind natürlich Getreide, aber auch Maiskörner und Pflanzensamen. Verteilt zwischen den Stoppeln liegen Maiskörner aus dem Nachbarfeld. Wie ein kleiner Staubsauger sammelt dieser junge Hamster jedes Maiskorn ein, welches er finden kann. Es scheint so, dass der Hamster die Maiskörner hauptsächlich über den Geruch findet. Für den Feldhamster können die Vorräte nicht groß genug sein. Da scheint dieser Maiskolben wie ein Jackpot. Bleibt nur noch die Frage, wie man ihn in den Bau bekommt. Feldhamster haben eine besondere Strategie zur Überwinterung. Obwohl sie ihre Körpertemperatur auf zwischen 4 bis 2 Grad senken und den Stoffwechsel stark herunterfahren, unterbrechen sie ihren Schlaf alle 5 bis 14 Tage, um von den angelegten Vorräten zu fressen. Zur Vorbereitung auf den Winter gehört es dabei auch, Fettreserven anzulegen. Ob die Hamster genügend Vorräte für den Winter finden, liegt auch ganz maßgeblich an der Bewirtschaftungsform.
Oft finden Feldtiere keine ausreichende Nahrung mehr auf den Feldern. Auch Nestmaterial wird vor dem Winter gesammelt. Dieser Hamster hat ein besonderes Interesse an der Tarnung meiner ferngesteuerten Kamera entwickelt. Vergeblich versucht er, das Netz immer wieder in seinen Bau zu ziehen, doch ohne Erfolg. Auf den abgeernteten Feldern, welche nicht gleich wieder umgebrochen wurden, bietet das neu gewachsene Ausfallgetreide wieder Nahrung und Deckung. Dies zeigt, wie wichtig die Stoppelruhe ist. Ich konnte tatsächlich noch einen Mutterbau finden. Aus dem Baueingang kommt vorsichtig eines der kleinen Jungen heraus. Es sind die ersten Erkundungen außerhalb der schützenden Umgebung. Der kleine Feldhamster hat noch mindestens 3 weitere Geschwister. Im Durchschnitt besteht ein Feldhamsterwurf aus 5 Jungen, die nach 20 Tagen geboren werden. Noch trauen sich die ca. 2 bis 3 Wochen alten Jungen nicht vom Eingang weg. Dabei ist die Mutter wachsam. Nur unter ihrem Schutz begeben sich die Kleinen das erste Mal auch etwas weiter aus dem Bau. Immer wieder sucht das Kleine Kontakt zur Mutter. Die einstigen Massenvermehrungen der Art gehören der Vergangenheit an. Im 20. Jahrhundert waren noch bis zu 3 Würfe mit 6 bis 10 Jungtieren belegt. Heute haben Feldhamster in Deutschland in der Regel nur einen Wurf, selten einen zweiten. Dieses Junge hat die schwarze Fellfärbung geerbt. Neugierig untersucht es die unbekannte Umgebung. Wissenschaftler haben in den letzten Jahren einen Rückgang an Jungen pro Wurf beobachtet. Dabei entscheidet der Fortpflanzungserfolg jeden Jahres maßgeblich über das Überleben der Population. Geringe Reproduktion kann im Folgejahr kaum von älteren Altersklassen kompensiert werden. Die Jungen sind wahrscheinlich bereits vom Säugen entwöhnt und nehmen nun auch schon selbst grüne Pflanzenteile als Nahrung zu sich. Zur Geburt wiegen die Jungen nicht mehr als 5 Gramm. Innerhalb von nur 3 Wochen sind sie mittlerweile bei ca. 100 Gramm Körpergewicht angekommen. Es sind die letzten Tage im Projekt. Ich kontrolliere noch einmal das Nachtsystem, welches ich am Mutterbau aufgestellt habe. Mehr als 2 Jahre haben die Kameras mittlerweile auf den Feldern verbracht. In dieser Zeit konnte ich die Technik immer weiter entwickeln und optimieren. Mehr als 17.000 Aufnahmen sind so innerhalb des Projektes mit den verschiedenen Systemen zur Auswertung entstanden. Auch während der Nacht haben sich die Jungen mit ihrer Mutter noch einmal vor dem Bau gezeigt. Während der Dunkelheit scheinen die Jungen für mich weniger scheu als noch am Tag. Ausgiebig zeigen sich die Geschwister vor einem der Eingänge zum Bau. Es dauert gar nicht mehr so lange, bis sich die Familie trennen wird. Bei einem Alter der Jungen von 5 Wochen sucht sich die Mutter einen neuen Bau und überlässt den Mutterbau einem ihrer Jungen. Die anderen Jungen suchen oder graben sich bald eigene, einfache Baue zum Überwintern. Das Spannende ist, all dies konnte ich bei diesem Bau anschließend nicht beobachten. Denn durch die Bodenbearbeitung wurde dieser noch vor Abwanderung der Mutter und Geschwister geschlossen und anschließend nicht mehr geöffnet. Ob die Familie zusammen überwintert hat, weiß ich nicht. Das wäre das erste Mal, dass dies beobachtet wurde. Ein letztes Mal baue ich am Feldrand meine Kamera auf. Die schwarze Feldhamstermutter ist eines der letzten Tiere, welches ich auf diesem Feld filmen kann. Vor allem Weibchen mit Nachwuchs und junge Feldhamster sind länger aktiv und auf der Suche nach Vorräten als erwachsene Männchen. Diese haben bereits nach und nach ihre Baue verschlossen.
Der Feldhamster ist eine Schirmart und Stellvertreter für so viele andere Arten im Ökosystem Feld, welche bedroht sind. Um die Wechselwirkungen innerhalb der Natur zu erhalten, müssen wir diese Arten schützen. Jede Art, egal ob Tier, Pilz oder Pflanze, ist unverzichtbar für intakte Ökosysteme. Die Versiegelung und Zerschneidung von Lebensraum sowie tiefgreifende Veränderungen in der Landwirtschaft haben den Feldhamster an den Rand des Aussterbens gebracht. Hinzu kommt eine Bejagung vor allem in Osteuropa. Dieser Ursachenkomplex wird den Feldhamster aus dem freien Feld in den nächsten Jahren verschwinden lassen. Das Feldhamsterjahr ist zu Ende. 3 Jahre lang habe ich weltweit nach den letzten Feldhamstern gesucht. Das Beispiel Kasachstan oder die zahlreichen neuartigen Aufnahmen von wilden Feldhamstern in meinem Projekt zeigen, wie wenig wir immer noch über die Art wissen. Dennoch ist durch die Wissenschaft bekannt, dass der Feldhamster ohne sofortige und umfassende Schritte bald aussterben wird. Die Politik versagt flächendeckend bei seinem Schutz. Nicht nur sie und die Landwirtschaft müssten sich verändern. Auch der Feldhamsterschutz muss neue Wege gehen, wenn wir die Art noch retten wollen.